Mahlzeit, herzlich willkommen beim Review Videomagazin und dem Parkcheck zum Hansapark. Im heutigen Parkcheck geht es in den hohen Norden von Deutschland, in Deutschlands einzigen Freizeitpark am Meer, den Hansapark. Die Geschichte des Hansapark geht zurück bis in das Jahr 1973 als erstes deutsches Legoland. Dieser Legoland-Park konnte sich aber nur bis 1976 halten und musste aufgrund zu hoher Lizenzgebühren und zu wenig Gästen schließen. Im Herbst 1976 wurde Rudolf Erich Leicht neuer Besitzer des Parks. Nach einigen großen Veränderungen wie dem All-Inclusive-Zahlsystem, also dass man mit dem Eintritt alle Fahrten und Shows so oft nutzen kann wie man will und nicht wie im Legoland pro Ride zahlen muss, der Entscheidung für das neue Thema im Park Maritime Hanse, was perfekt zur schönen Ostsee passt, und letztendlich der Umbenennung des Parks in Hansaland eröffnete man am 15. Mai 1977. Am 21. Juli 1977 eröffnete man eine der ersten Wildwasserbahnen Deutschlands. Und wie in vielen anderen Parks begann damit der Wachstum zu dem, was wir heute als Hansapark kennen. Übrigens, die Umbenennung von Hansaland zu Hansapark geschah im April 1987. Heute, im Jahr 2015, ist der Hansapark im Schleswig-Holsteiner Sierksdorf ca. 46 Hektar groß und begrüßt rund über 1 Million Gäste im Jahr. Nun aber zum Parkcheck des Hansaparks unter der Leitung von Christoph Andreas Leicht. Themenbereiche. Der Hansapark hat viele kleine und große Themenbereiche, die teils klar, teils etwas schwammig voneinander getrennt sind. Auch passen die Fahrattraktionen zum Teil super in die Bereiche, zum Teil aber auch gar nicht. Die Themenbereiche sind Abenteuerland, Alter Jahrmarkt, Bonanza City, Hansagarten, Hanse in Europa, Holzfällerlager, Kinderland, Mexiko, Nervenkitzel, Wasserspaß und Wikingerland. Shows. Neben vielen Side-Events bietet der Hansapark auch im täglichen Betrieb viele Shows wie die Varieté-Show, den Wasserzirkus mit Seelöwen, 4D-Kino, eine Lasershow und sogar eine Parade. Attraktionen. Der Hansapark hat alles, was ein Freizeitpark braucht. Für die Kleinen zum Beispiel Spielplätze, ein Trampolinkissen, Wasserspielplätze und mehrere Karussells, wie zum Beispiel die Mack Rides Wikinger Bootsfahrt, den Zamperla Jumping Star, Odins Luftreise, aber auch Kettenflieger, ein kleines Riesenrad, das Hansa-Karussell, die Flying Orcas, aber auch Mini-Autoscooter, eine Indoor-Spielewelt, die sehr coolen Safari-Jeeps oder Ponypost, die interaktive Pferdereitbahn von Metallbau Emmeln. Für die ganze Familie eignet sich auch ideal der Hansapark Express, mit dem man einen ersten Überblick über den Park bekommt. Einen noch besseren Überblick bietet der Holsteinturm, ein 100 Meter hoher Huss-Aussichtsturm. Ein weiteres ruhiges Fahrgeschäft ist die Blumenmeer-Bootsfahrt, die seit 1978 ihre Runden durch den Park dreht. An der Stelle, wo früher die beiden Flugsimulatoren standen, findet sich heute der Space Scooter, ein interaktiver Autoscooter. Mit den Chasen müssen Ziele aktiviert werden, was aber nicht so einfach ist, wenn die anderen einen wegbangen. Am Ende wird übrigens der Gewinner verkündet. Aber es geht natürlich auch rasanter, zum Beispiel den Huss Troika von 1978. Der Wellenreiter, der inzwischen sehr selten ist, fährt erschreckend nah an der Wand vorbei und macht allein deswegen noch mehr Spaß. Auch rund, aber viel höher geht es seit 2005 auf dem Starflyer von Funtime. Mit 78 Metern Fahrhöhe, 70 km/h Geschwindigkeit und Ostseeblick ist Torre del Mar wirklich beeindruckend. Für die ganz Harten gibt es Pow Wow. Die Teacups von Zamperla überraschen mit einem außergewöhnlichen Indianer-Theming. Aber Vorsicht, das Ganze ist nur für starke Mägen. Auch ein Klassiker ist die Mack Rides Peter Pan Bahn mit dem Namen Kogenfahrt, die mir farblich sehr gut gefällt. Wenn wir schon bei Klassikern sind, darf Pirat von Huss natürlich nicht fehlen. Die stylische Schiffsschaukel heißt im Hansapark Fliegender Holländer. Auch von Huss ist der Ranger Fliegender Hai, der leider bald den Park verlässt, so wie der El Paso Express, den wir in diesem Video schon gar nicht mehr aufführen. Als letzten Flatride haben wir noch die weltweit einmalige Kapazitätskatastrophe, die Glocke. Mit 28 Metern Höhe und bis zu 70 km/h geht es hier rund sowie auf und ab.
leider nur für bis zu 6 Personen gleichzeitig. Dafür sieht das Ganze mega gut aus, Top-Thematisierung und geile Idee können überzeugen. 2006 von Funtime gebaut und nach 2 Jahren im Wiener Prater steht die spanische Glocke seit 2006 im Hansapark. Wasserbahnen. Was in keinem Freizeitpark fehlen darf, sind natürlich die Wildwasserbahnen und noch weniger dürfen diese in einem Freizeitpark am Meer fehlen. Und darum kann ich euch hier 5 Stück vorstellen. Wildwasserfahrt. Die Wildwasserfahrt war 1978 im Hansapark eine von Deutschlands ersten Lokflumenanlagen, gebaut von Arrow und Muck Rides. Natürlich mit Holzfäller-Thematisierung, welche auch sehr gut aussieht. Die Baumstammboote, die bis zu 5 Personen gleichzeitig fassen können, durchfahren trotz nur eines Lifts 2 Drops von bis zu 15 Metern Höhe, von denen vor allem der letzte einen ordentlich durchnässen kann. Sturmfahrt der Drachenboote. Im Hansapark gibt es auch einen Lokflume in der Junior-Version. Die Sturmfahrt der Drachenboote ist ein Mini-Flume-Ride des italienischen Herstellers L&T Systems und hat eine Höhe von 7 Metern bei einer Streckenlänge von 160 Metern. Die 3-minütige Fahrt eignet sich für einen Erwachsenen und ein Kind oder 3 Kinder, zusammen in einem Boot. Super Splash. Der Hansapark hat noch einen weiteren Lokflume, der als solcher aber schwer zu erkennen ist. Die Eigenkonstruktion des Parks bietet schmale Boote für 6 Personen, wo jeweils 2 nebeneinander sitzen. Eine Drehscheibe als Station unter einem futuristischen Zelt wie bei Raftingbahnen und ein ovales Layout mit nur einem Drop wie bei Shootin' Cutes. Weitere Highlights der Bahn von 1986 ist die Aussicht aus 20 Metern Höhe, die 70 Grad Neigung im Drop und vor allem der kleine Buckel im Drop, der für Airtime sorgt. Durch die nachträglich errichtete Mauer in der Splash Zone werden im Boot vor allem die linken Plätze ordentlich nass. Apropos nachträglich. Seit einigen Jahren wartet der Super Splash auf eine nachträgliche Thematisierung, womit Super Splash auch besser in das Gesamtbild des Parks passen wird. Rio Dorado. Bei so vielen Lokflumes fragt man sich, wann kommt das Rafting? Darauf muss man hier aber verzichten, zumindest auf das klassische. Aber Rio Dorado ist eine schöne, über 20 Meter hohe und 213 Meter lange Alternative dazu. Im Jahr 2000 gebauten Spinning Rafting von Whitewater geht es in einer Art Rutsche in vielen Kurven bergab und das in runden Schlauchbooten mit anschließendem kleinem Rafting-Part. Ein Erlebnis für die ganze Familie. Barracuda Slide. Zu guter Letzt gibt es noch Barracuda Slide, ein Fun Actim Harakiri Rough Slide von 1998. Bei dem es mit kleinen Schlauchbooten allein oder zu zweit einen der 4 Wellenrutschen aus einer Höhe von 12 Metern bergab geht. Absolute Spaßmaschinen diese Dinger. Achterbahnen. Nun aber das, wo alle immer drauf scharf sind. Die Achterbahnen. Und mit sage und schreibe 6 Coastern ist der Hansapark sehr gut aufgestellt. Crazy Mine. Zu Beginn gibt es erstmal die Standard Wilde Maus von Maurer und Söhne. Die allgemeinen Daten sind Baujahr 1997, 13 Meter hoch, 370 Meter lang, 45 km/h schnell und 900 Personen pro Stunde. Was aber alles andere als Standard ist, ist die erstklassige Thematisierung, die selbst eine Standard Wilde Maus zu einem wahren Schmuckstück macht. Der Schwur des Kernern. Der Schwur des Kernern ist die Neuheit 2015. So neu, dass die Thematisierung noch komplett fehlt. Was soll man zu diesem wahnsinnigen Infinity Coaster von Gerstlauer Amusement Rides sagen? Die Achterbahn der Superlative ist sage und schreibe 73 Meter hoch und gehört damit aktuell zu den Top 3 der höchsten Achterbahnen in Europa. Der mit bis zu 16 Personen besetzte Zug knallt mit bis zu 127 km/h durch das meist sehr bodennahe 1235 Meter lange Layout und bietet im Inneren einige Überraschungen. Mehr möchte ich im Parkcheck nicht verraten. Wer es trotzdem wissen will, dem empfehle ich mein Review zu Kernern. Dort wird gespoilert, was das Zeug hält. Link in der Videobeschreibung. Die Schlange von Midgard. Der 2011er Junior Coaster von Gerstlauer glänzt mit einer Wahnsinnsthematisierung und einer schönen Storyline. Diese lasse ich aber aus Platzgründen hier weg und werde im entsprechenden Ride Review mehr ins Detail gehen. Bei der 10 Meter hohen und 45 km/h schnellen Familienachterbahn, die 2 Runden samt Dark Ride Part und On-Ride Foto dreht, können dank modernster Technik schon Kinder ab 1 Meter Körpergröße einsteigen.
Fluch von Nowgorod. Der Fluch von Nowgorod ist die erste der 3 Gerstlauer Achterbahnen, die in den letzten Jahren in den Hansapark gezogen sind. Und auch hier sprengen Storyline und Thematisierung die Rahmen eines Parkchecks und müssen in einem separaten Ride-Review behandelt werden. Die Reise in eine andere Welt beginnt hier schon am Eingang und im Außenbereich der Queue-Line. Das Innere der Queue-Line lässt dann schon eine geile Stimmung aufkommen und auch die Station kann voll überzeugen. Aus der Station geht es in den Dark Ride Part mit 2 Stops. Aber auch hier will ich nicht zu viel verraten für die die Bahn noch nicht kennen. So viel sei gesagt, Fluch von Nowgorod ist ein Gerstlauer Eurofighter mit Katapultstart. 2009 war der Fluch von Nowgorod übrigens die erste Achterbahn mit einem Fahrelement, welches einem Seemannsknoten nachempfunden war, dem Buchtknoten. Mehr Details und Spoiler aber auch hier wieder im Ride Review. Was aber sicher ist, dass Fluch von Nowgorod Pflicht ist, wenn man den Hansapark besucht. Nessie. Auch ein Pflichtbesuch ist die alte Dame Nessie. Ein Klassiker vor dem Herrn und ein Stück deutsche Achterbahngeschichte. 1980 eröffnete der Schwarzkopf Looping Speed Racer mit einer Höhe von 26 Metern und 741 Metern Strecke. Bis zu 3 Züge befördern 1700 Menschen in der Stunde durch Deutschlands ersten Vertikal-Looping. Allein der Sound vom Zug im Looping ist der Wahnsinn. Abgerundet durch den fantastischen Fahrkomfort einer Schwarzkopfbahn und Schoßbügeln bei einer Inversion. Außerdem bietet Nessie einen tollen Blick auf die Ostsee und auf dem unter sich verlaufenden rasenden Roland. Die über 2-minütige Fahrt endet in einem riesigen Fischmaul. Achterbahngeschichte zum Anfassen und Fahren. Rasender Roland. Der rasende Roland ist ein Vekoma Junior Coaster mit Custom Layout, welches vergleichsweise hoch und lang ist. Seit 1993 rast der Roland quer durch das Layout von Nessie. Besonderes Highlight ist die Looping-Durchfahrt auf 16 Metern Höhe nach dem Lift. Wenn man Glück hat, kreuzen sich die beiden Bahnen. Die bis zu 50 km/h schnelle Anlage ist für etwas in die Jahre gekommen, heißt verteilt den einen oder anderen Schlag, aber das ist nicht so schlimm bei einer Bahn für die ganze Familie. Öffnungszeiten. Die Öffnungszeiten sind ideal, denn der Hansapark hat von April bis November durchgehend geöffnet und das täglich von 9 bis 18 Uhr. Im Oktober an ausgewählten Daten sogar bis 21 Uhr. Je nachdem wann ihr dieses Video seht, ist das Ganze nicht mehr aktuell, also sollte immer die Homepage des Parks zu Rate gezogen werden. Das gleiche gilt auch für die Eintrittspreise. Preise. Bei den Preisen gibt es viele verschiedene Angebote wie Gruppen, Menschen mit Behinderung oder mit der Ostseecard. Hier gilt es für sich individuell die beste Lösung zu finden. Allgemein lässt sich sagen, dass Kinder bis 4 Jahren freien Eintritt haben. Von 4 bis 14 Jahren 28 € und alle ab 15 Jahren zahlen 35 €. Fazit. Ja, mein Fazit zum Hansapark. Schwierig, da ich als Kind oft Urlaub an der Ostsee gemacht habe und wir jedes Mal im Hansapark waren, sind damit natürlich nur positive Erinnerungen verknüpft. Aber der Hansapark kann schon allein mit der Lage an der Ostsee voll punkten. Das Bungalowdorf des Parks zwischen Park und Meer ist wahrscheinlich dann auch nochmal ein weiterer Pluspunkt. Es gibt viele klasse thematisierte Attraktionen, Top-Achterbahnen mit Wahnsinns-Theming und detaillierten Storylines, zumal einige Coaster auch einzigartig in ihrer Gesamtheit sind. Für mich war der Hansapark halt schon immer ein Besuch wert. Auch wenn er dieses Jahr manchmal doch sehr unsympathisch bei mir in Erinnerung geblieben ist, woran das liegt, weiß ich nicht. Ob es vielleicht mit dem Hype rund um Kernern zu tun hat? Vielleicht. Ich hoffe, der Park findet zu seinem alten Charme zurück und wird uns auch weiter mit toll gethemten Bahnen mehr Thrill nach Europa bringen. Denn die Geschichte der Hanse in Europa ist noch lange nicht zu Ende erzählt.